Lichtblick der Woche. Menschen inspirieren Menschen. Worte erschaffen Welten. Manche Sätze hören wir nur einen Augenblick und trotzdem begleiten sie uns ein Leben lang. Herzlich willkommen zu einem neuen Lichtblick der Woche. Schön, dass du wieder hier bist. Und vielleicht hörst du diesen Podcast gerade auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht sitzt du mit einer Tasse Tee oder einer Tasse Kaffee auf deiner Terrasse. Vielleicht gehst du spazieren. Vielleicht brauchst du gerade einfach einen Gedanken, der dich durch die kommende Woche begleitet. Wie auch immer du heute hierher gefunden hast, ich freue mich von Herzen, dass wir diese Zeit miteinander verbringen dürfen. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, dass manchmal ein einziger Gedanke genügt, um ein ganzes Leben in Bewegung zu setzen. Ein Satz, ein Mensch, ein Augenblick. Mehr braucht es manchmal gar nicht. Und genau daran möchte ich heute anknüpfen. Denn wenn ein einziger Satz unser Leben verändern kann, wie vorsichtig solltest du dann mit den Worten sein, die du täglich in die Welt schickst? Ich glaube, wir unterschätzen Sprache, gewaltig sogar. Wir benutzen jeden Tag tausende Wörter, sie kommen und gehen, fast automatisch. Wir sprechen, wir schreiben, wir kommentieren, wir schicken Sprachnachrichten, wir tippen WhatsApps, wir diskutieren, wir streiten, wir trösten, wir loben, wir kritisieren. Und meistens merken wir gar nicht, welche Kraft in all diesen kleinen Wörtern steckt. Vielleicht, weil Worte nichts wiegen, man kann sie nicht anfassen, man kann sie nicht messen und doch können sie einen Menschen stärker verletzen als ein Schlag oder ihn stärker aufrichten als jede Medizin. Ich möchte dir eine Frage stellen. An wie viele Sätze vom gestrigen Tag kannst du dich noch erinnern? Wahrscheinlich nicht viele. Aber wie viele Sätze aus deiner Kindheit kennst du noch? Vielleicht plötzlich erstaunlich viele. Aus dir wird nie etwas. Du bist genau richtig so, wie du bist. Jetzt stell dich nicht so an. Ich bin stolz auf dich. Du kannst das. Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, machst du, was ich sage. Merkst du etwas? Unser Herz führt offenbar ein ganz anderes Gedächtnis als unser Kopf. Es speichert nicht jedes Wort, aber es speichert die Worte, die mit einem Gefühl verbunden waren. Und genau deshalb bauen Worte Welten. Nicht, weil sie laut sind, sondern weil sie Wurzeln schlagen. Vielleicht beginnt deshalb auch das Johannesevangelium mit einem Satz, der mich seit vielen Jahren immer wieder fasziniert. Im Anfang war das Wort. Was für ein Gedanke. Nicht die Tat, nicht das Geld, nicht die Macht, nicht der Besitz, das Wort. Vielleicht steckt darin eine Wahrheit, die weit über eine Religion hinausgeht. Denn jedes Haus beginnt mit einer Idee. Jede Idee wird irgendwann ausgesprochen. Jede Vision bekommt einen Namen. Jede Liebe beginnt mit einem ersten Wort. Jede Versöhnung ebenfalls. Aber auch jeder Krieg beginnt zuerst mit Worten. Noch bevor der erste Stein fliegt, noch bevor der erste Schuss fällt, wer Menschen entmenschlichen will, beginnt fast immer mit der Sprache. Und wer Frieden schaffen will, ebenfalls. Vielleicht ist Sprache deshalb der mächtigste Baustoff der Menschheit. Mit ihr bauen wir Brücken oder Mauern. Vielleicht erinnert dich das genau wie mich auch an einen Film, den viele von uns aus ihrer Kindheit kennen. Die unendliche Geschichte. Darin gibt es eine Szene, die mich seit vielen Jahren tief berührt. Die kindliche Kaiserin ist dem Untergang geweiht. Phantasien verschwindet Stück für Stück im Nichts. Und am Ende braucht es keine große Schlacht, keinen Helden mit einem Schwert,
keine übernatürliche Kraft. Es braucht nur einen einfachen Menschen und dessen freien Willen, in diesem Fall dargestellt durch Bastian, und seine Aufgabe scheint fast zu einfach. Er soll der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen geben. Mehr nicht. Und doch verändert genau dieser neue Name alles. Mit diesem einen Wort beginnt eine ganz neue Geschichte, beginnt eine ganz neue Welt, eine ganz neue Zeit. Eine Zeit, auf die so lange gewartet wurde. Als ich den Film viele Jahre später noch einmal gesehen habe, verstand ich plötzlich, was Michael Ende uns vielleicht mit dieser Szene sagen wollte. Vielleicht tragen wir alle eine kindliche Kaiserin in uns. Diesen Teil unserer Seele, der träumen kann, der staunen kann, der an Wunder glaubt, der neugierig ist, der lebendig ist. Und vielleicht gerät diese innere Welt irgendwann im Laufe unseres Lebens durch alle Geschäftigkeiten des Tages in Vergessenheit. Nicht, weil sie verschwunden wäre, sondern weil wir aufgehört haben, sie anzusprechen. Wenn ich heute auf unsere Welt schaue, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir genau an diesem Punkt angekommen sind. Viele Menschen sprechen von einer neuen Zeit, von einer neuen Welt, von einem Wandel. Aber vielleicht beginnt dieser Wandel gar nicht irgendwo im Außen. Vielleicht beginnt er genau hier, in jedem einzelnen Menschen. Vielleicht wartet die Welt nicht auf einen neuen Retter. Vielleicht wartet sie darauf, dass jeder Mensch seine eigene kindliche Kaiserin wieder in sich entdeckt und ihr einen ganz neuen Namen gibt. Vielleicht braucht deine eigene kindliche Kaiserin, die in dir ruht, in dir thront, von Zeit zu Zeit einen neuen Namen, damit sie nicht stirbt. Nicht, weil du ein anderer Mensch werden musst, sondern weil du dich wieder erinnern darfst, weil du dich daran erinnern darfst, wer du wirklich bist. Vielleicht wartet deine Seele manchmal gar nicht auf ein neues Leben. Vielleicht wartet sie nur auf ein neues Wort, mit dem du sie wieder ansprichst. Denn wir Menschen geben allem einen Namen, den Dingen, den Gefühlen, den Träumen, aber auch uns selbst. Manche Menschen tragen ihr ganzes Leben einen Namen in sich, den sie nie selbst gewählt haben. Der Schüchterne, der Dicke, der Versager, die Schwierige, die Träumerin, der Kranke, der Angsthase. Vielleicht hat irgendjemand diesen Namen einmal ausgesprochen. Vielleicht sogar ganz unbedacht. Und irgendwann hast du begonnen, ihn selbst zu glauben. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du diesen Namen liebevoll verabschiedest und dir selbst einen neuen gibst. Nicht aus Eitelkeit, nicht weil du jemand anderes werden möchtest, sondern weil du dich selber wieder daran erinnern möchtest, wer du in Wirklichkeit bist. Vielleicht heißt deine kindliche Kaiserin heute nicht mehr Angst, sondern Vertrauen. Nicht Mangel, sondern Fülle. Nicht Opfer, sondern Schöpfer. Nicht ich kann das nicht, sondern ich bin auf dem Weg. Achte darauf, welchen Namen du dir jeden Morgen selber gibst. Denn nach diesem Namen wird dein ganzes Leben beginnen, dich zu behandeln. Wird sich dein ganzes Leben um dich herum gestalten. Vielleicht beginnt jede Veränderung genau dort, mit einem neuen Wort, mit einem neuen Namen, mit einem neuen Satz, einem neuen Glauben über dich selbst. Denn solange du jeden Morgen sagst, ich kann das nicht, wird dein Leben diesem Satz folgen. In dem Moment aber, in dem du beginnst zu sagen, ich lerne, ich wachse, ich vertraue, ich bin genug, entsteht eine ganz neue, unendliche Geschichte. Und vielleicht beginnt genau dort
dein ganz persönliches Phantasien erneut zu leben. Denn manchmal beginnt ein neues Leben nicht mit einem großen Ereignis, sondern mit einem einzigen neuen Wort. Es gibt einen sehr vielsagenden Begriff in unserer Sprache, der mich schon immer fasziniert hat. Und zwar den Begriff Wortschatz. Wortschatz. Ist dir dieses Wort schon einmal bewusst aufgefallen? Nicht Wörterbuch, nicht Wortsammlung, nicht Wortvorrat, Wortschatz. Warum eigentlich Schatz? Ein Schatz ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas, das gepflegt wird, etwas, das man nicht achtlos in den Dreck wirft. Vielleicht liegt darin eine wunderschöne Botschaft verborgen. Unsere Sprache ist unser Schatz. Sie gehört zu den kostbarsten Dingen, die wir besitzen. Mit ihr erschaffen wir Beziehungen. Mit ihr trösten wir Kinder. Mit ihr entschuldigen wir uns. Mit ihr sagen wir, ich liebe dich. Mit ihr sagen wir, es tut mir leid. Mit ihr sagen wir, danke. Oder ich glaube an dich. 4 kleine Worte. Und plötzlich verändert sich ein ganzes Leben. Vielleicht besitzen wir neben unserer Gesundheit gar keinen größeren Schatz als unsere Sprache. Und vielleicht sollten wir deshalb viel sorgsamer mit ihr umgehen. Denn mit einem Schatz geht man achtsam um. Man poliert ihn, man schützt ihn, man bewahrt ihn. Warum tun wir das mit unseren Worten so oft nicht? Warum werfen wir sie manchmal achtlos in die Welt, obwohl wir nie wissen, in welchem Herzen sie landen? Vielleicht beginnt Frieden nicht erst zwischen Nationen. Vielleicht beginnt Frieden bereits zwischen 2 Menschen. Mit einem einzigen Satz, mit einem freundlichen Blick, mit einem ehrlichen „Wie geht es dir?" oder mit den vielleicht schönsten Worten überhaupt: Ich bin für dich da. Vor einigen Jahren machte ich eine Erfahrung, die mein Denken über Sprache grundlegend verändert hat. Ich war bei einer Kinesiologin in Behandlung und damals benutzte ich ständig ein Wort. Vielleicht kennst du das, jeder Mensch hat solche Lieblingswörter. Bei mir war es eine ganze Zeit lang das Wort Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich meinte das durchaus positiv. Wenn etwas positiv war oder besonders schön war, dann war das für mich einfach der Wahnsinn. Wenn mich etwas beeindruckte, dann war das Wahnsinn. Wenn ich begeistert war, dann war es einfach der Wahnsinn. Das ganze Leben war einfach der Wahnsinn. Es war mein Standardwort. Bis die Kinesiologin irgendwann lächelte und sagte, sag das bitte noch einmal. Ich verstand überhaupt nicht, worauf sie hinaus wollte. Also wiederholte ich den Satz. Das ist Wahnsinn. Währenddessen testete sie meinen Körper an meinem ausgestreckten Arm und plötzlich reagierte dieser völlig anders, als ich das gewohnt war. Er wurde schwach. Ich weiß noch genau, wie überrascht ich war. Zum ersten Mal in meinem Leben fragte ich mich, was sage ich da eigentlich den ganzen Tag zu mir, zu meinem Leben, zu allem um mich herum? Ich wollte doch etwas Schönes ausdrücken. Warum benutzte ich ausgerechnet ein Wort, das wörtlich betrachtet etwas ganz anderes beschreibt? Ob man das kinesiologische Testverfahren kennt oder nicht, spielt an dieser Stelle gar nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend war für mich etwas anderes. Mir wurde bewusst, wie unachtsam ich mit Sprache im Alltag umging. Wie viele Wörter wir benutzen, ohne jemals darüber nachzudenken, was sie eigentlich bedeuten. Seit diesem Tag höre ich mir selbst viel genauer zu. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt vor meinen eigenen Worten. Vielleicht leben wir heute in einer Zeit, in der wir mehr sprechen als jemals zuvor. Und gleichzeitig hören wir uns aber immer weniger selber zu. Noch nie zuvor war Kommunikation so einfach. Wir sprechen sogar mehrere Sprachen. Wir schreiben eine WhatsApp, eine E-Mail, ein Kommentar, eine Sprachnachricht, ein Emoji, ein Klick.
und schon sind unsere Gedanken irgendwo auf der Welt. Aber ist Kommunikation automatisch Verbindung? Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, dass wir Kommunikation und Verbindung manchmal miteinander verwechseln. Denn Verbindung entsteht nicht dadurch, dass Worte verschickt werden. Verbindung entsteht dadurch, dass Worte den anderen erreichen, dass sie verstanden werden, dass sie mit dem Herzen gesprochen werden. Wie oft hast du schon eine WhatsApp bekommen und gedacht, wie ist das jetzt gemeint? War das ironisch? War das böse gemeint? Ist der andere verletzt? Warum antwortet er so kurz? Warum kommt nur ein Daumen hoch? Warum gar nichts? Wir alle kennen dieses Phänomen. Geschriebene Worte besitzen keine Stimme, keine Augen, keine Mimik, keine Umarmung, keine Wärme. Und genau deshalb können wenige geschriebene Zeilen manchmal mehr Missverständnisse auslösen als ein einstündiges Gespräch, in dem man sich gegenüber sitzt und in die Augen schaut. Ich habe erlebt, wie Freundschaften an Nachrichten zerbrochen sind, wie Familien über Textnachrichten verletzt wurden, wie Partnerschaften an Missverständnissen litten. Nicht, weil Menschen böse waren, sondern weil Worte ohne Herz manchmal ganz anders ankommen, als sie ursprünglich gemeint waren. Vielleicht ist genau deshalb das persönliche Gespräch bis heute durch nichts zu ersetzen. Denn unsere Stimme transportiert etwas, das kein Bildschirm der Welt übertragen kann. Unser Gefühl. Das wurde mir vor wenigen Wochen auf eine Weise bewusst, die ich niemals vergessen werde. Zum ersten Mal in meinem Leben verlor ich meine Stimme. Nicht für eine Stunde, nicht für einen Tag, sondern komplett über mehrere Tage. Für jemanden wie mich natürlich der absolute Horror. Kein Ton, nur Luft. Ich wollte morgens sprechen und es kam nichts. Ich kann dir kaum beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Plötzlich wurde mir bewusst, wie selbstverständlich ich mein ganzes Leben lang gesprochen hatte. Erst wenn etwas fehlt, erkennen wir seinen Wert. Ich konnte kein Frühstück im Hotel bestellen, ich konnte niemanden anrufen, ich konnte keine Fragen stellen, ich konnte mich nicht bedanken, nicht lachen, nicht singen, nicht arbeiten. Und plötzlich begriff ich etwas. Unsere Stimme ist viel mehr als nur ein Werkzeug. Sie ist Verbindung, sie ist Nähe, sie ist Trost, sie ist Liebe, sie ist Hoffnung, sie ist manchmal das Einzige, was ein anderer Mensch in einem schweren Moment braucht. Ein einziges Ich bin bei dir. Und deshalb war diese Zeit für mich mehr als nur eine Erkältung. Sie war eine Erinnerung daran, wie kostbar Sprache eigentlich ist. Vielleicht merkst du erst dann, wie kostbar Worte sind, wenn sie plötzlich nicht mehr aussprechbar sind, wenn du sie nicht mehr formulieren kannst. Und vielleicht erkennen wir genau darin, warum unsere Sprache tatsächlich unser größter Schatz ist. Nicht, weil wir mit ihr reden, sondern weil wir mit ihr Herzen berühren können und unser Herz, unsere Emotionen in die Welt hinaustragen können. Und vielleicht liegt genau darin unsere größte Verantwortung. Denn jedes Wort, das deinen Mund verlässt, macht sich auf den Weg. Es sucht sich seinen Platz in einem Herzen, in einer Erinnerung, in einem Menschen. Manche Worte bleiben dort nur einen Augenblick, andere ein ganzes Leben. Vielleicht lohnt es sich deshalb, sich jeden Morgen eine einzige Frage zu stellen. Welche Welt möchte ich heute mit meinen Worten erschaffen? Denn Worte bauen Welten. Jeden Tag, mit jedem Satz, mit jedem Gedanken. Und vielleicht beginnt auch dein neues Leben mit nur einem einzigen Wort. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern heute. Zum Abschluss möchte ich dir heute eine kleine Übung mitgeben. Eine Übung, die vielleicht einfacher klingt, als sie tatsächlich ist,
Ich nenne sie ein Tag voller bewusster Worte. Beobachte dich einen einzigen Tag lang, nicht um dich zu bewerten, nicht um dich zu kontrollieren, sondern einfach um dich kennenzulernen. Welche Worte benutzt du besonders häufig? Sagst du oft, ich muss, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, das ist schrecklich, das wird sowieso nichts? Oder findest du in deinem Wortschatz eher Sätze wie ich darf, ich probiere es aus, ich lerne, ich finde einen Weg, danke, wie schön, das wird spannend. Du wirst überrascht sein, wie oft wir uns selbst Geschichten erzählen, ohne es überhaupt zu bemerken. Und genau dort beginnt die Veränderung, nicht im Außen, sondern in den Gesprächen, die wir den ganzen Tag mit uns selber führen. Denn das längste Gespräch deines Lebens führst du nicht mit deinem Partner, nicht mit deinen Kindern, nicht mit deinen Freunden, sondern mit dir selber. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Gedanke für Gedanke. Und vielleicht ist genau dieses Gespräch das Wichtigste überhaupt. Ich möchte dir noch eine zweite kleine Aufgabe mitgeben. Und zwar suche dir in dieser Woche einen Menschen aus. Einen einzigen. Vielleicht einen Kollegen, vielleicht deine Partnerin, vielleicht deinen Partner, vielleicht dein Kind, vielleicht deine Mutter, vielleicht einen völlig fremden Menschen. Und dann schenke ihm bewusst einen Satz. Nicht irgendeinen, sondern einen Satz, der aufrichtet. Einen Satz, der Mut macht. Einen Satz, den dieser Mensch vielleicht nie wieder vergisst. Vielleicht ist es, ich glaube an dich. Oder es ist schön, dass es dich gibt. Oder danke, dass du in meinem Leben bist. Vielleicht sogar nur, ich sehe dich. Du wirst wahrscheinlich nie erfahren, was dieser Satz in diesem Menschen auslöst. Aber vielleicht verändert er gerade seinen ganzen Tag. Vielleicht sogar sein ganzes Leben. Wir wissen das nie. Deshalb lohnt es sich, großzügig mit guten Worten zu sein. Und gleichzeitig möchte ich dich zu etwas anderem einladen. Werde sparsam. Nicht mit Liebe, nicht mit Lob, nicht mit Dankbarkeit, sondern mit Worten, die zerstören, mit Worten, die klein machen, mit Worten, die entmutigen, nicht nur anderen gegenüber, vor allem dir selbst. Denn manchmal sprechen wir mit niemandem auf der Welt so hart wie mit uns selber. Mit niemandem auf der Welt gehen wir manchmal so hart ins Gericht wie mit uns selber. Stell dir einmal vor, du würdest mit deinem besten Freund so sprechen, wie du manchmal mit dir selber sprichst. Wie lange würde diese Freundschaft wohl halten? Warum also erlauben wir uns selbst einen Ton, den wir bei keinem anderen Menschen akzeptieren würden? Vielleicht beginnt Selbstliebe genau dort. Nicht mit großen Ritualen, nicht mit Perfektion, sondern mit einem freundlicheren Satz zu dir selbst. Und deshalb möchte ich dir heute zusätzlich eine Affirmation mit auf den Weg geben. Nicht, damit du sie einfach auswendig lernst, sondern damit du sie fühlst, vielleicht morgens, vielleicht abends oder immer dann, wenn du merkst, dass deine innere Stimme wieder zu streng geworden ist. Ich wähle meine Worte mit Liebe und Bewusstsein. Meine Sprache erschafft Verbindung. Meine Worte schenken Hoffnung. Ich spreche freundlich mit anderen und genauso freundlich mit mir selbst. Ich erinnere mich jeden Tag daran, wer ich wirklich bin. Meine Stimme ist ein Geschenk. Mein Wortschatz ist ein Schatz. Mit jedem guten Wort erschaffe ich eine bessere Welt. Vielleicht ist genau das die eigentliche Botschaft dieses heutigen Lichtblicks.
Wir verändern diese Welt nicht nur durch große Taten. Manchmal verändern wir sie durch einen einzigen Satz, durch ein einziges Wort, ein ehrlich gemeintes Danke, eine Entschuldigung, ein aufrichtiges Kompliment, ein Ich glaube dir oder ein Ich liebe dich. Vielleicht beginnt genau dort eine neue Geschichte. Nicht irgendwo, sondern heute mit dir hier, mit deinem Herzen, mit deinen Worten. Ich danke dir von Herzen, dass du dir heute wieder Zeit für diesen Lichtblick genommen hast. Und wenn dich dieses Kapitel berührt hat, dann freue ich mich, wenn du es mit einem Menschen teilst, dem genau diese Worte gerade besonders gut tun könnten. Und vielleicht begleitest du dich selbst in den kommenden Tagen mit einer einzigen Frage. Welche Welt erschaffe ich heute mit meinen Worten? Wie erschaffe ich die neue Zeit, nach der ich mich sehne, mit meinen Worten? Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Pass gut auf dich auf. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wie immer um 11:11 Uhr. Bis dahin, wähle deine Worte weise, denn vielleicht wartet irgendwo da draußen ein Mensch genau auf den Satz, den du ihm jetzt schenken kannst. Lichtblick der Woche. Menschen inspirieren Menschen. Ein Atemzug nur, dann wird es still. Du kommst bei dir an, ganz so wie du willst. Ein kleiner Moment, der alles dreht. Wenn du dich selber wieder klarer siehst und plötzlich wird leicht, was schwer war gerade. Du nimmst dir Zeit und findest dein Zuhause. Lichtblick der Woche, komm an, komm an. Menschen inspirieren Menschen, Hand in Hand. Lichtblick der Woche, ganz nah bei dir. Ein kurzer Augenblick und du bist hier. Wenn draußen alles rennt, bleib einfach stehen. Ein stiller Gedanke lässt Neues entstehen. Wachstum beginnt im ersten Schritt und jede kleine Pause nimmt dich mit. Und plötzlich wird leicht, was schwer war gerade. Du nimmst dir Zeit und findest dein Zuhause. Lichtblick der Woche, komm an, komm an. Menschen inspirieren Menschen, Hand in Hand. Lichtblick der Woche, ganz nah bei dir. Ein kurzer Augenblick und du bist hier. Atme ein, lass los. Werde weich, werde groß. Atme ein, lass los. Du bist da, du bist froh. Lichtblick der Woche, komm an, komm an. Menschen inspirieren Menschen, Hand in Hand. Lichtblick der Woche, ganz nah bei dir. Ein kurzer Augenblick und du bist hier.